Die Sommertage werden immer mehr. Es gibt häufiger die Tropennächte. Das sind zwei Aussagen, die man in den letzten Jahren immer öfter hört und die die Statistik belegen. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Wetterlexikon. Wir schauen uns in diesem Video die Kenntage an, und zwar die der warmen Jahreszeit. Was ist ein Kenntag? Das ist in Wirklichkeit eine statistische Größe in der Wetterstatistik, die auf einfache Art und Weise die Vorkommnisse zusammenfassen kann. Wenn wir uns die Sommertage anschauen, die Definition werde ich nachher erklären, und das Ganze am Beispiel meiner Heimatstadt Wien nehmen, dann hat es 1960 35 Sommertage gegeben. 1970 waren es schon 48. 1980 gab es ein normaleres Sommerjahr mit nur 30, also weniger als 1960. 1990 waren es aber schon 60 Sommertage in Wien. Das ist das Doppelte des Jahres 10 Jahre davor. 2000 steigerte sich das auf 73. 2010 waren es 56, 2020 waren es schon 76 und der Rekord bis dato ist 2018 mit 113 Sommertagen. Jetzt wird man sagen, Moment mal, was war dann mit 2003, diesen Jahrhundertsommer? Da waren es 102. Das heißt, obwohl 2003 so ein extremes Jahr war und ein extrem heißes Jahr und nach wie vor bei der Durchschnittstemperatur die Nase vorne hat, war 2018 sogar mit mehr Sommertagen bestückt. Wenn man sich also das anschaut, man könnte jetzt zum Beispiel eine Grafik nehmen und von 1960 bis 2020 eine Linie durchziehen, dann hat man lauter Zacken, aber mit diesen Zacken kann man nicht so schön ablesen wie mit dieser einfachen Zahl, wie sich diese Kenntage verändern. Man kann mit dieser einfachen Zahl sehen, dass es 1960 viel weniger Sommertage gegeben hat wie 2020. Wenn man die kalten Tage dazu nehmen würde, zum Beispiel die Eistage, das sind Tage mit Minusgrade, wo die Temperatur 0 Grad den ganzen Tag nicht überschreitet, dann wird man feststellen, dass dort genau umgekehrt ist. Es hat früher viel mehr Eistage in Wien gegeben, als es jetzt gibt, weil die Winter immer milder werden. Das heißt, das Klima ändert sich insgesamt, ob man das jetzt mag oder nicht, oder ob man daran glaubt oder nicht. Diese Zahlen belegen, dass sich einfach die Sommer immer mehr erwärmen. Jetzt haben wir die ganze Zeit vom Sommertag gesprochen. Was ist ein Sommertag? Der Sommertag ist ein Tag, an dem es mindestens 25 Grad Celsius im Schatten haben muss. Wobei das Ganze ein bisschen eine statistische Falle ist, weil es kann sein, dass es den ganzen Tag 22 Grad im Schatten hat, aber für ein paar Minuten hat es 25 Grad, aus welchem Grund auch immer, und dann ist es ein Sommertag. Das heißt, wenn es den ganzen Tag 24 Grad hat und nur kurzzeitig, da reicht eine Minute, hat es eine Temperatur von 25 Grad, dann gilt das auch schon als Sommertag, obwohl eigentlich den ganzen Tag über die Temperatur unter diesem Wert war. Jetzt, warum hat man gesagt Sommertag? Weil lange Zeit es üblich war, dass diese Temperatur in den Sommermonaten, also Juni, Juli, August, gemessen wurden. Im September wurde es dann schon kühler. Vom Kalender her wäre es eigentlich bis zur dritten Woche des Septembers, aber in den meteorologisch messbaren Sommermonaten Juni, Juli und August erwartet man solche sommerlich warmen, schönen Tage mit hohen Temperaturen. Wobei 25 Grad früher schon sehr warm war. Heute freut man sich, wenn es nur 25 Grad hat. Das heißt, in dem Moment, wo ein Tag diese Temperatur erreicht, hat man auch schon die Bedingung erfüllt. Und es ist ein Zeichen des Klimawandels, dass es
in den letzten Jahren oft schon im April, manchmal sogar schon im Februar einen Sommertag gibt. Im Februar braucht man wirklich keinen Sommertag, aber es hat immer wieder die Situation gegeben, zum Beispiel in Westösterreich, dass durch den Wüstenwind, der direkt von Süden, von Afrika hereingeblasen wurde, die Temperatur massiv angestiegen ist und es sehr föhnig wurde. Und mit dem Föhn sind sehr hohe Temperaturen möglich. Das ist jetzt nicht eine normale Wettersituation, aber die Temperatur gibt es her, dass man viel früher als eigentlich gewünscht einen Sommertag messen kann. Die Steigerung vom Sommertag ist der Hitzetag, der auch als heißer Tag bezeichnet wird. Auch das ist ein Kenntag der warmen Jahreszeit, spielt sich genauso ab wie der Sommertag, nur ist das Kriterium, dass es 30 Grad im Schatten haben muss. Auch hier gilt, wenn es den ganzen Tag 29 Grad hat und kurzzeitig steigt die Temperatur auf 30 Grad, ist die Bedingung erfüllt. Die Hitzetage hat es früher nicht so gegeben. Also in den 80er Jahren, wenn es da 30 Grad gehabt hat, haben alle unter der Hitze gestöhnt. Heutzutage ist das fast schon normal und ist vor allem auch ein Problem der Städte, weil sich die aufheizen und die Temperaturen nur schwer abgeben. Man spricht dann auch von den Wärmeinseln. Also der Hitzetag ist die Steigerung. Und es gibt aber noch einen, nicht ganz offiziell bestätigten, nämlich den Wüstentag. Das ist ein Tag, bei dem es 35 Grad im Schatten haben muss, der eigentlich bisher nicht so wirklich offiziell berücksichtigt wird, aber auch im Wetterbericht immer wieder gerne auch angesprochen wird, wenn es eine Hitzewelle gibt. Und wenn da eine Woche lang jeden Tag mehr als 35 Grad im Schatten gemessen werden, dann wird dieser Kenntag auch schlagend. Und wenn diese Entwicklung nicht gestoppt wird und entsprechend gegengehandelt wird, dann wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mehr von diesen Wüstentagen geben. An sich ist der Hitzetag schon etwas, was man in den 80er Jahren wenig erlebt hat und in den letzten Jahren häufig geworden ist. Der Wüstentag ist auch ein Thema, gerade dann, wenn es eine extreme Hitze gibt, wenn sich die Temperatur lange halten kann. Und es gibt dann noch eine Definition, die den Sommer betrifft und die vor allem die Belastung der Menschen betrifft, und das ist die Tropennacht. In Wien hat es zum Beispiel früher nur sehr wenige Tropennächte gegeben, wenn überhaupt. Was ist eine Tropennacht? Das ist eine Nacht, in der die Temperatur niemals unter 20 Grad fällt. Das heißt, wenn die Temperatur auf 19,5 Grad fällt, ist die Definition nicht mehr gegeben. Dann ist es noch immer sehr warm, aber es ist keine Tropennacht. Wenn es eine Hitzewelle gibt, ist es gerade in Wien innerhalb von Gürtel, das ist die Innenstadt der österreichischen Bundeshauptstadt, sehr, sehr warm. Es dauert bis Mitternacht, bis es überhaupt zum Abkühlen beginnt. Und es ist interessant, dass untertags zum Beispiel an einem Hitzetag mit, sagen wir, 32 Grad Celsius, kleinere Gemeinden im Burgenland zum Beispiel, aber auch in Niederösterreich und anderen Bundesländern wärmer sind als etwa die Wiener Innenstadt. Aber zum Abend hin sieht man, wie die Temperatur in den kleineren Gemeinden fällt. In Wien nicht, die bleibt stabil. Das heißt, wenn man das Ganze sich im Teletext oder bei irgendwelchen Apps anschaut, dann kann man feststellen, wie Wien bei den heißesten Orten immer mehr nach vorne rutscht und letztlich am ersten Platz bleibt, und das die ganze Nacht, weil die Stadt einfach nicht mehr abkühlen kann. Das hängt natürlich auch davon ab, wie die Wetterbedingungen sind, ob es schwül ist oder ob es trocken ist, ob die Temperatur leichter zurückgehen kann oder nicht. Weil das Problem ist von den großen Städten, das ist weltweit natürlich ein Effekt, dass bei der Hitze das Mauerwerk die Temperatur speichert
Und wenn die Luft draußen tatsächlich dann absinkt, das ist ja auch in der Wiener Innenstadt so, dann geben die Mauern diese Hitze wieder ab. Das heißt, man hat oft den Effekt, dass es am Nachmittag gar nicht so unangenehm heiß ist und am Abend wird es richtig unangenehm, weil das Mauerwerk die Hitze wieder abstrahlt und es manchmal sogar heißer ist als untertags. Und die Tropennacht, also Nächte mit 22, 23 Grad sind in Wien in den Sommermonaten keine Seltenheit mehr. Und natürlich ein Problem, weil man schlecht schlafen kann. Und die Rekordtemperatur ist knapp unter 28 Grad. Das heißt, wenn die Temperatur nicht unter diesen Wert fallen kann, dann kann man sich leicht ausrechnen, wenn man sich anschaut, welche Temperatur man heizt, um im Winter nicht zu frieren. 28 Grad ist zum Schlafen schon fast unmöglich. Und oft hängt es auch mit einem sehr warmen Wind zusammen. Die Tropennächte sind ein wirklich belastendes Thema in allen Großstädten weltweit. Und mittlerweile ist es auch so, dass kleinere Gemeinden Tropennächte erleben können. Und das soll es gewesen sein mit den Kenntagen der warmen Jahreszeit. Und man spricht auch immer wieder im Wetterbericht davon, wann der erste Sommertag ist. Dieses Video wird jetzt Anfang Mai 2023 aufgenommen und in diesem Jahr war der April erstaunlich kühl. Es hat einen extrem trockenen Winter, einen sehr warmen Winter gegeben und im Februar hat man schon befürchtet, dass es Waldbrände ohne Ende gibt. Da hat es schon in Frankreich und in der Schweiz gebrannt, aber der April brachte kühles Wetter, kühle Temperaturen, viel Regen und damit war auch die Möglichkeit eines Sommertages nicht gegeben. Das heißt, es ist das erste Jahr seit 2008, dass es im April noch keinen Sommertag gab. Und daher sieht man, dass das Wetter auch Klimawandel hin oder her manchmal auf der kühleren Seite sein kann. Das ist aber jetzt keine Aussage darüber, wie es im Sommer wird. Da können trotzdem noch 30 Hitzetage kommen. Werden wir mal schauen, wie es wirklich wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass das interessant war. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.